Mein Name ist Yvonne Franke, meine Kollegin Annette Witherspoon und wir vertreten hier das Institut für Diversitätsforschung und von daher werden wir uns auch ganz divers präsentieren und auf Englisch und Deutsch referieren. Zum einen, zum zweiten muss ich sagen, dass ich natürlich auch jetzt wieder mit dem Vorgängervortrag bemerkt habe, wie wir doch alle offensichtlich an denselben Fragestellungen arbeiten in Bezug auf nachhaltige Entwicklung. Und Sie werden bei uns sehen, wir werden Ihnen ein Promotionsprogramm vorstellen, was ähnliche Ideen versucht umzusetzen, wie wir es eben mit dem Zertifikatsprogramm gehört haben. The floor is yours. Thank you. I will speak in English. Good afternoon, everyone. So, basically most of the introduction have been done, but in the beginning, in our presentation, we will give you a bit of a rationale of our project. I will talk about our research question, and I will also tell you a little bit why we are in Madagascar, and I will pass on to my colleague Yvonne Franke, who will also talk about the methodological, the general methodological approach of the project and the PhD program we have in the project. And at the end, we want to close with a small video that, yes? Okay. At the end, we will close with a small video of our project. So basically, in spite of all the many efforts that we've seen towards sustainable development, we are globally still far from realizing inter- and intra-generational fair development that will balance the ecological, social, and economic issues associated with how we produce, reproduce, or consume natural resources. We see CO2 emissions that are driving climate change everywhere. We see accelerated biodiversity loss. We see lagging poverty and social inequalities. All of these are occurring within the face of an expanding global economy. Land use is a critical piece of the sustainability puzzle, and it connects all three dimensions. Land is much more than just a commodity. We depend on land to sustain our livelihoods, especially in rural areas, where livelihoods is almost 100, people depend, the livelihoods of people are to a large extent based on agriculture. We see also that agricultural land worldwide is being lost at a very high rate. According to the United Nations Convention to combat desertification, there is around 12 million hectares of agricultural land that is lost annually due to drought or desertification. Also, you have around 1.5 billion people globally who are being affected by land degradation. So it is within this framework that the Diversity Turn in Land Use Science project was developed and launched in 2016. With most sustainability research projects focusing mostly on questions of the environment and economic dimensions of sustainability, our project steps in to implement a diversity turn in land use research and sustainability science more generally. What does this mean? This means that we focus more on the social dimension of sustainability. We try to foster a diversity-sensitive perspective on land use research by exploring the relationships between biological and social diversity. So to do this, we have chosen the case of Madagascar, and you would ask, why is Madagascar an interesting case? Madagascar is interesting for several reasons. When we talk about biodiversity conservation, Madagascar is referred to as a biodiversity hotspot. What does this mean? Basically, Madagascar has a very rich biodiversity, but on the other side, it is endangered. And one of the reasons why it's endangered is also related to questions of poverty.
which is also being addressed within this question of sustainability. On the other hand, Madagascar is also the world's largest producer of vanilla. Everybody knows vanilla. Vanilla is the second most expensive spice in the world. So, but despite this situation, this sector is relatively under-researched, I would say. And despite currently, there are many interesting transformation processes occurring in the sector. For example, you have the recent introduction of vertical market integration, where you have large industries coming to create direct linkages with farmers. So within this frame, the project systematically tries to integrate a social science perspective on diversity, on the different dimensions of social diversity, power relations and social inequalities to assess the ecological, social, and economic impact of or value of vanilla production in Madagascar. We are basically asking questions like who benefits from this sector, what kinds of farmers, what types of farmers based on different social categorizations. We are saying who is excluded. On the other end, we are also asking what is the impact of vanilla production on the ecosystem or ecosystem services and biodiversity conservation. Now, in order to advance these problematic approaches, we make use of an inter- and transdisciplinary collaborations, also in terms of research approaches, which my colleague will talk a bit more about. Thank you very much, Annette. Okay, so Sie sehen, die Sache mit den zwei unterschiedlichen Sprachen klappt dann auch manchmal nur halb. So, genau. Okay, danke schön. Unseren transdisziplinären Ansatz, im Prinzip können Sie diesen schon in der Governance-Struktur unseres Projekts erkennen. Wir haben zum ersten die beiden Sprecherinnen, Andrea Bührmann vom Institut für Diversitätsforschung, Soziologin, Diversitätsforscherin von Haus aus, und dazu Rainer Markgraf von der Fakultät für Agrarwissenschaften, Agrarökonom, die beiden sozusagen dieses interdisziplinäre Gespann erstmal an der Spitze bilden. Dann haben wir 10 Arbeitspakete, die im Prinzip die ganze interdisziplinäre oder disziplinäre Breite unseres Projektes darstellen. Tatsächlich muss ich sie bis heute immer noch vorlesen. Agrarökologie, Agrarökonomie, Didaktik der Biologie, Forstwissenschaften, Entwicklungsökonomie, Nutztierhaltungsforschung und Soziologie ist soweit die Breite, die wir hier an der Universität Göttingen abdecken mit unseren verschiedenen Arbeitspaketen. Dann sehen Sie auf der rechten Seite unsere Kooperationspartner, die zum einen natürlich die akademischen Kooperationspartner sind, hier allen voran die Universität von Antananarivo in Madagaskar, aber auch das, man würde es als Hochschule bezeichnen, als lokale Hochschule, Centre Universitaire Régional de la Sava. Das ist eben eine kleine Hochschule in der Untersuchungsregion, aber, und genau hier sind wir dann beim Punkt Transdisziplinarität, auch gleich eine große semistaatliche Naturschutzorganisation, Madagaskar National Parks. Das sind die Partner, mit denen wir überwiegend auch tatsächlich wissenschaftlich zusammenarbeiten, also sprich mit Professorinnen und Professoren, Promovierenden und Studierenden, Masterstudierenden vor allem in Madagaskar. Dann sehen Sie aber in der Mitte rechts die weitere Komponente und tatsächlich unsere sogenannten Stakeholders. Das sind also die Praxispartner, mit denen wir zusammen versuchen, bestimmte konkrete Probleme, Herausforderungen eben im Feld dieser nachhaltigen Landnutzung in den Dörfern, in der Region zu bearbeiten. Wir stehen
quasi sozusagen in regelmäßigem Austausch mit Ihnen. Wir präsentieren Ihnen auch Zwischenergebnisse, stellen uns da der Kritik und lassen diese eben diskutieren und nehmen das Feedback wieder zurück. Das sind hier Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zum einen, aber auch große NGOs wie Save the Children und auf der anderen Seite natürlich Bauernorganisationen vor Ort in den Dörfern oder Naturschutzorganisationen, kleine NGOs und nicht zuletzt natürlich auch sogenannte Business Actors, das heißt Unternehmen, Akteure aus der Privatwirtschaft. So, und wie halten wir das Ganze zusammen? Das ist vielleicht für die Studierenden interessant. Ich kann Ihnen sagen, in solchen großen Forschungsverbünden sind Promovierende schon diejenigen, die die meiste Arbeit machen. Die werden vor allem auch ins Feld geschickt, sehr lange. Und deshalb haben wir uns entschlossen, diese inter- und transdisziplinäre Idee vor allem durch ein Promotionsprogramm zu verankern, das den Namen trägt Diversity Turn in der Nachhaltigkeitsforschung. So, was ist die Idee zunächst mal dieses Promotionsprogramms Diversity Turn in der Nachhaltigkeitsforschung? Wir arbeiten hier mit den Graduiertenschulen zusammen. Das Programm ist verankert an der Graduiertenschule für Forst- und Agrarwissenschaften. Zugleich sind wir aber zweitaffiliiert an der Göttinger Graduiertenschule Gesellschaftswissenschaften. Das haben wir vor allem deshalb gemacht, weil es für unsere Promovierenden im Wahlbereich die Möglichkeit sehr weit aufmacht, vielfältige Wahlmodule aus beiden Graduiertenschulen zu nutzen. Programmverantwortlich sind wieder die beiden Sprecherinnen, die Koordinatorin bin ich und in dieser Rolle stehe ich heute dann wohl auch vor Ihnen. So, was sind die Ziele dieses Promotionsprogrammes? Genau, unser übergeordnetes Ziel ist natürlich, dass wir davon ausgehen, dass Inter- und Transdisziplinarität in internationalen Forschungskooperationen das zentrale Moment sein wird, auch für die Zukunft, für zukünftige, nicht mehr dann nachwuchsseiende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und dass es genau darum geht, sie in diesen Punkten aus- und weiterzubilden. Und da ist natürlich zum einen ganz vorne die Frage von Interdisziplinarität in unserem Programm sehr wichtig. Das bedeutet für uns die Reflexion der eigenen theoretischen und methodischen Perspektiven. Das heißt, die Annahmen der eigenen Disziplin zu reflektieren und zugleich gemeinsam die Möglichkeiten von interdisziplinärer Forschung auszuloten. Das bedeutet in unserem Fall zum Zweiten Diversität, sowohl des Untersuchungsgegenstandes als auch innerhalb des Forschungsteams zu reflektieren und natürlich auch kreativ zu nutzen. Der dritte Punkt ist eben die schon angesprochene Transdisziplinarität. Das heißt, wie finden wir, wie produzieren wir gemeinsam Wissen, das aber durchaus auch lösungsorientiert ist, zusammen mit nicht-akademischen Partnerinnen, weil dahinter steht die Annahme, dass dieses robuste Wissen, was so generiert wird, tatsächlich das ist, was nachhaltig wirken kann. So, jetzt nenne ich Ihnen noch mal kurz die Module, die wir eigens entwickelt haben und die eben in die Promotionsordnung eingepasst sind. Von daher orientieren Sie sich auch an dem Aufbau von der Promotionsordnung der beiden Trägerfakultäten. Das heißt, wir sprechen bei Forschungsmethoden natürlich von Forschenden in disziplinären Forschungsverbünden. Wir sprechen von diversitätssensibler Forschung als Grundmodule. Im Bereich von Fachwissen haben wir ein Modul transdisziplinäre Feldforschung entwickelt und natürlich angepasst an unseren Projektauftrag, unser Forschungsinteresse, transformative Landnutzungsforschung. Im Bereich Schlüsselkompetenzen haben wir ein Modul entwickelt, welches internationale Forschungskooperationen in postkolonialer Perspektive bearbeiten möchte. Das heißt, genau dieses unseres Erachtens zentrale Moment der Nord-Süd-Kooperation, was wir in unserem Ansatz
für zentral erachten, tatsächlich dieses zu reflektieren. Und diese Module bespielen wir sowohl mit externen geladenen Dozentinnen und Dozenten als auch mit Wissenschaftlerinnen der Universität Göttingen, wo wir sehr glücklich und dankbar darüber sind, dass wir auch hier an unserer Universität Menschen gewinnen, die unser Programm mitgestalten können. So, und jetzt habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, auch wieder für die Studierenden interessant. Ich kann nur sagen, so sehen glückliche Promovierende aus. Promovieren kann Spaß machen. Ich möchte hierfür Werbung machen. Das ist im Anschluss an ein Diversity-Teilmodul gewesen, was die Promovierenden als sehr gewinnbringend erfahren haben. Und jetzt habe ich Ihnen zum Abschluss noch ein kleines Video mitgebracht, was die Abteilung Göttingen International in Madagaskar über unser Projekt gedreht hat. Und ich musste die letzte Folie rausnehmen. Und wir lassen es jetzt über YouTube laufen, weshalb ich hier nicht mehr, Sie können nicht mehr lesen, dass ich mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanke. Ich werde es, nachdem Sie das Video gesehen haben, nochmal tun. Jetzt hoffe ich, das läuft. Here in the Sava region, around 70,000 farmers basically produce all the vanilla that we consume in the Western world. Without this region, there would be no ice cream with vanilla and none of these other products. More than 2 years ago, the price of vanilla was less than 8 euros. So at that time, it was quite different because then many international companies decided to switch only to sort of natural flavors. And this has created a boom in vanilla here in the region. The prices have gone up then more than 1,000%. Nobody expected this to come. Le boom de prix de la vanille a apporté un plus pour les producteurs en particulier. Vanilla producers and merchants are the ones who profited the most from the recent economic boom. But people coming from abroad also find benefits. The main disadvantage for some, though, is inflation. Au niveau, pour certains, l'inflation. Our research project investigates the vanilla value chain, and in particular we are interested in a recent change that has occurred in that international aroma producers have replaced traditional exporters and preparators in the value chain. That is called vertical integration. The effects of this vertical integration is our main focus. How does that change the situation of the smallholder, the producer of the vanilla? The growing demand for vanilla, together with the skyrocketing prices that we see, is really putting an additional pressure on the natural ecosystems. So it's also important to understand how vanilla and the global demand affects the ecosystems in Madagascar. The main objective of my doctoral research is trying to increase the number of endemic trees of Madagascar in vanilla plantations. Dans les plantations de vanille. Il y a l'étude sur les pétophones, cela veut dire amphibiens et reptiles. I do research on amphibians and reptiles which are associated with vanilla plantations. Les reptiles associés ou bien amphibiens associés avec la plantation de vanille. My project is about studying the ground vegetation, means herbaceous vegetation in a vanilla plantation. What's very important for us is it's a transdisciplinary project. That means we have researchers from different disciplines and we are working and doing research together. But what we also do is to work together with the local population, the local people, and we are very interested to do research with them together. We don't just want to do research for the sake of doing research. We want research to have impact on the real lives of people. Science will help to develop
the region of Madagascar by appreciating the local potential. Les potentialités locales. Maresa ke, ayari fambanda sanye.